Von 1961 bis 1990 war er anglikanischer Bischof des Iran. 1980 war er gezwungen, außer Landes zu gehen, war ein Jahrzehnt Bischof seiner Kirche im Exil von England aus. Er war der erste ethnische Iraner, der ein Bischofsamt im Iran versah. 1976 war er zudem President Bishop der Episcopal Church in Jerusalem and the Middle East. 1979 wurde seine Frau bei einem Attentat sehr schwer verwundet. 1980 wurde sein Sohn von Agenten der iranischen Regierung ermordet. Seinen Weg zur Konversion beschrieb er in einem seiner Bücher, das zu einem Bestseller wurde. Ähnlich wäre zu sagen über Bischof Heiko Sepjan Mehr unter dem Pfarrer Mehdi Dibay, eine tragische Geschichte, weil der Bischof sich für seinen inhaftierten und gefolterten Pfarrer einsetzte, daraufhin verschwand. Der Familie wurde dann nur noch sein Tod mitgeteilt. Und da es der Pfarrer dann aus dem Gefängnis entlassen wurde, wurde auch der Pfarrer ermordet. Also solche Herausforderungen, die uns nicht ganz leicht fallen, als ökumenische Herausforderung positiv anzunehmen, wenn Geschwister anders sind als wir, nicht alle sind so, wie wir es vielleicht gerne als Mainstream-Kirchen hätten, bleibt bestehen. Als ich dann im vergangenen Jahr mit Studierenden auf einer Exkursion in einem Flüchtlingszentrum der ostsyrischen Christen aus der Chabur-Region war, da haben meine Studierenden nicht nur für Hunderte von Menschen 2 Tage lang gekocht, sondern wir haben zusammen Gottesdienst gefeiert und die Jugendlichen haben mit meinen Studierenden diskutiert. Die ostsyrischen Christen der Chabur-Region, das ist im Nordosten Syriens, waren Überlebende der Massaker von Semele. Als irakisches Militär die aus dem Irak ausziehenden Flüchtlinge bombardierte und 2 Drittel ihrer Dörfer im Irak zerstörte, 1933. Menschen, die doch gerade dem Völkermord von 1915 entkommen waren. Und nun nahm der IS ihre Dörfer ein, verschleppte die gesamte Bevölkerung südlich des Kabul. Ob sie nun zurückkehren werden, fragten meine Studierenden. Vielleicht als Zwischenschritt. Man hat dann versucht, diese Hunderten von Menschen aus diesen Dörfern um Terrorist und den anderen Orten südlich des Kabul frei zu bekommen. Dazu war kein Geld westlicher Regierungen zugekommen, weil man wusste, dass dieses Geld für die Waffenbeschaffung des IS verwandt werden würde. Und ein mich besonders beeindruckender Fall ist ein über 90-jähriger jüdischer Überlebender der Shoah in London, Millionär, der sein Geld zur Verfügung gestellt hat, um Menschen vom IS in dieser Region freizukaufen. Gefragt, warum er das macht, hat er dann geantwortet, weil er weiß, was Gewalt religiösen Minderheiten anzutun in der Lage ist. Ob sie nun also zurückkehren werden, fragten meine Studierenden. Die Aktion der Anti-IS-Koalition lief gerade. Die Antwort der Jugendlichen war nein. Sie seien nicht willkommen in der Region. Das lehre sie die Geschichte. Die Tickets nach Australien waren schon gebucht. Und die Armenier als nächstgrößere Gruppe nach den Orthodoxen in Syrien haben sogar freies Zuzugsrecht in die Republik Armenien erhalten, das verständlicherweise viele wahrnehmen. Keiner von uns weiß momentan zuverlässig, wie die kirchliche Landschaft Syriens nach dem Krieg aussehen wird. Wenn Sie Informationen zur gegenwärtigen Situation oder der Situation vor dem Krieg haben wollen, werden wir das mit Vereinten Kräften Ihnen sicher gerne beantworten. Nur das wissen wir. Es werden weniger Christen sein als zuvor. Manche der kleineren Kirchengemeinschaften wird
wenn überhaupt, nur noch ein Schatten ihrer selbst sein. Andere werden sich hoffentlich und womöglich erholen. Zu den Problemen unseres Berichtens hier gehört der Vorwurf, wenn wir in dieser Weise, wie ich das gerade getan habe, berichten, und ich bemühe mich um einen schlichten Bericht, ohne zu viel Wertung, wir schürten die Islamophobie. Und natürlich wird uns die Frage gestellt, wie haltet ihr es mit den Muslimen bei euch? Und ich kann auch verstehen, wenn in einem der führenden Zeitschriften meines Faches ein Rezensent angesichts einer Dissertation der jüngeren Zeit schreibt, aber muss es ja unbedingt der Islam sein für die Gegenseite? Nein, das muss es natürlich eigentlich nicht. Aber ich finde es wichtig, dass wir zu der langen Geschichte der Koexistenz von Christen und Muslimen Auskunft geben. Und dass wir diese Geschichte, die Geschichte des Islams mit den anderen Religionen in Deutschland in unser Handeln einbeziehen und uns bewusst machen, welcher Schatz an Erfahrung uns damit zur Verfügung gestellt wird. Dass wir das tun, auch wenn das zum Teil schwierig ist, wenn wir zum Beispiel versuchen, wie ich bei einer Konferenz dabei war, die extrem schwierig war und zur gegenseitigen Verletzungsgeschichte handelte, dass wir das versuchen, ist eben auch der gegenwärtigen Situation geschuldet und den Zumutungen und Herausforderungen, die diese für die Menschen in Europa bedeutet. Von der Flüchtlingskrise, immer noch ist die Zahl der migrierenden Christen der Region massiv, und eine nachhaltige Anfrage an deren weitere Existenz dort. Ein Exodus übrigens von vielen übersehen, der nun schon seit Jahrhunderten anhält und doch eigentlich als solcher keine Überraschung mehr sein sollte. Ich erinnere mich noch meiner frühen Jahre in diesem Forschungsfeld in den 70er Jahren, welche Irritationen das bei den Lehrstuhlvertretern hervorrief, als plötzlich praktisch die gesamte syrisch-orthodoxe Bevölkerung des Toraftin sich auf den Weg nach Deutschland und Schweden machte. Da waren plötzlich die Menschen, mit deren Literatur, Architektur, Musik, ihren Lebensumständen im Toraftin, als ich 1975 da war, waren die alle noch da, mit denen man sich also beschäftigte, nicht mehr im Orient, sondern in Europa. Und natürlich gab es da auch schon damals massive Abwehr gegenüber solchen Migranten. Wird gerne heute verdrängt. Ich erinnere nur an das Verbot des Baus einer syrisch-orthodoxen Kirche durch die Stadt Bebra. Hier schließen sich unendlich viele Fragen an nach der Zukunft orientalischer Christen in Europa, nach der Zukunft ihrer Sprache, ihrer Werte und Kultur und natürlich auch, was aus dem im Umgang mit Muslimen erworbenen Wissen wird. Wie auch umgekehrt Muslime ihre aufgrund der nicht ausbalancierten Situation erworbenen Verhaltensweisen, besonders gegenüber orientalischen Christen, aber auch gegenüber Christen generell mitbringen. Wer das ignoriert, mag ein gutwilliger Mensch sein, wird aber kaum einen nachhaltigen Beitrag zum Erhalt von in Europa gewachsenen Werten unter zugewanderten Mitbürgern leisten können. Wenn unsere türkischen Mitbürger hier so massiv den Völkermord an den Armeniern, Sojurje und Pontusgriechen zurückweisen, zu dem hier doch der Zugang zum Wissen und zur politischen Urteilsbildung frei ist von juristischen Hindernissen und sozialem Druck, wie viel schwieriger womöglich mag es im Herkunftsland sein. Das also gehört zum Alltag hier, wie unsere Solidarität zu den Christen dort zu unserem Alltag gehören sollte. Daran hat es zumindest anfangs sehr gemangelt und ich bin froh, dass einer der mir verbundenen deutschen Bischöfe bei einer Tagung in Beirut öffentlich Abbitte geleistet hat. Ich habe nämlich Sorge, dass ich eines Tages die Worte eines Beitrags aus der Zeitschrift für Kirchengeschichte wiederholen muss, wo
angesichts des Völkermords von 1915 und den Massakern in den 1930er Jahren festgestellt wurde, dass die Kirchen nur vorübergehend ihre Stimme erhoben hätten, dann aber schließlich einfach zur Tagesordnung übergegangen seien. Schmerz in unseren Gliedern empfinden, wegen der Kälte im Bereich ökumenischer Verbundenheit und Mitmenschlichkeit, das wäre nicht die schlechteste Ausgangslage für veränderte, konstruktive Geschwisterlichkeit der Christen. Ich danke Ihnen und ich bitte vielmals um Verzeihung, dass ich deutlich länger gesprochen habe, als mir zugestanden war. Ganz herzlichen Dank für die sehr eindrückliche Einführung zur Situation der Christen in Syrien, im Iran, im Nahen Mittleren Osten. Wie steht es nun mit der Situation hier nach diesem Exodus, von dem wir gehört haben? Er findet seit vielen, vielen Jahren schon statt. Herr Dr. Sie haben recht. Existiert zentralorientalische Christen in Deutschland. Ich bin seit 2014 Mitglied und seit Mai 2014 auch Leiter der Arbeitskreisflüchtlinge in Deutschland. Warum war das wichtig, notwendig, dass in eine neu entstandene oder gegründete Organisation einen Arbeitskreis, der speziell sich für die Flüchtlinge konzentriert und organisiert sollte. Der Grund war dass 2013 nach der Gründung Deutschland sich bereit erklärt hat, nach den Geschehnissen im Nahen Osten, vor allem in Syrien, sich bereit erklärt hat, 5000 Menschen aufzunehmen. Kurze Zeit danach haben sie gesehen, das ist zu wenig, nochmal 5000 und nochmal 10.000. Da ist der Arbeitskreis Flüchtlinge ein Gesprächspartner für die Angehörige hier, mit dem ganzen Antragformulare, mit der ganzen Verordnung, wer darf kommen, wer muss was machen und aber auch für die Flüchtlinge selber in Syrien, vor allem für die Flüchtlinge, die sich im Libanon befanden. Das war eine sehr, sehr schwierige Situation. Man muss sich vorstellen, nur 20.000 werden privilegiert und dürfen legal hier kommen und die anderen müssen bleiben. Also dementsprechend war auch der Ansturm auf uns. Deswegen war wichtig und so haben wir unsere ersten Erfahrungen im Zentralrat. Erfahrungen, Flüchtlinge, Christen aus dem Nahen Osten, aus dem Orient. Das war für uns keine neue Geschichte, sondern wir sind mit dieser Geschichte hier auch in Europa gewachsen. Auf jeden Fall, da haben wir die ersten Erfahrungen gesammelt und 10% von den 20.000, die Deutschland aufgenommen hat, waren Christen darunter. Auch gezielt 10%. Mehr war es nicht drinnen. Trotz allem, wir haben uns eingesetzt, ob man unsere Situation als Christen, die gerade in Syrien, im Irak, aber auch im ganzen Orient, meiner Meinung nach einen Genozid erleben, ob man vielleicht nicht noch mehr berücksichtigen könnte und sollte, dass man vielleicht mehr von diesen Menschen hier aufnehmen könnte. Leider nicht.
Situationen, die wir angesprochen haben, die Bereitschaft war nicht da. Man hat uns einfach mit unserer Situation allein gelassen, meine Ansicht. 2013 schon, kamen die erste, dadurch ist der Zentralrat mit dem Arbeitskreis Flüchtlinge auch für die Menschen hier in Europa, speziell in Deutschland, Schritt für Schritt immer ein Ansprechpartner gewesen. Wenn sie Probleme hatten, wenn sie Fragen hatten, wenn sie Schwierigkeiten hatten mit Behörden, mit all in ihren Situationen. 2013 kam auf uns eine Anfrage, nicht weit von hier, es ist ein paar Kilometer in Freising, von einer irakischen Familie, die in der Unterkunft lebten. Die haben von großen Schwierigkeiten berichtet. Wir waren vor Ort, wir haben uns das alles angeschaut. Die Situation war dass diese Menschen wegen ihrer Religion hier in Europa vor unserer Tür gemobbt, beleidigt, geschlagen wurden. Das war natürlich eine Situation, da kann kein Christ einfach die Augen zumachen und sagen, es wird irgendwann einmal vorbeigehen. Diese Menschen haben sage und schreibe ihre Tasche genommen und zurück nach Irak. Die haben nicht mehr ausgehalten hier. Obwohl wir aktiv waren, obwohl wir alles versucht haben, die Menschen hier zu halten. Das war nicht mehr möglich. Die waren mehr enttäuscht, hier in Europa das erlebt zu haben, als das, was sie in ihrer Heimat. Drum haben sich entschieden, nochmal zurück Heimat. Der Mensch, der Ehemann hat gesagt, der Mensch muss nur einmal sterben. Und sterben lieber mit Ehre, lieber sterben für das, was man glaubt, in der Heimat, als hier unter diesen Umständen. Es ist mir nicht wert. Hat seine Familie, schwangere Frau genommen und zurück nach Irak. Das war 2013. Wer die politische Lage im Nahen Osten beobachtet, hat auch gesehen, was in den letzten Jahren da passiert ist. 2014 war ein Jahr für die Welt eine neue Entwicklung. Mosul ist ein gutes Beispiel. Seit 1800 Jahren war 2014 Mosul erste Mal in der Geschichte christenfrei. Diese Menschen, nachdem sie zurückkehrten von hier, lebten in Mosul. Man muss sich nur ein kleines Beispiel sich vorstellen. Hier in Sicherheit, durch die Erlebnisse hier, gehe ich zurück wieder in meine Heimat und dann kommt 2014 und dann muss ich wieder meine Heimat verlassen. Das ist nur ein Beispiel. Ich könnte Geschichten erzählen stundenlang hier. Ich wäre nicht fertig. Aber allgemeine Situation, Christen werden im Orient gemobbt, verdrängt, vertrieben und diese Menschen müssen irgendwo auf dieser Welt. Und für die Christen war Europa einzige Hoffnung, wo sie geglaubt haben, hier können sie sicher leben. Weil Europa ist christlich. Diese Hoffnung ist für manche Christen, Flüchtlinge, die 2015 gekommen sind, ist auch ausgestorben. Jetzt gehe ich auf 2015, Mai, Juni, wo wir gesehen haben, es bewegt sich etwas auf die Welt. Man hat schon gewusst, dass die Menschen, die an der Grenzen Europas sind, irgendwann einmal auch reinkommen werden. Das ist ja auch nicht zum Aushalten gewesen. Und dass unter diesen Menschen auch Christen werden, das war uns allen klar. Darum habe ich mich vorbereitet, 2015, Mai, Juni, dank evangelischer Kirche hier, die mir auch Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, damit wir uns ein bisschen vorbereiten. Zumindest in München, habe ich gesagt, da wo ich in der Nähe bin, wo ich selber bin. Wir haben einen Arbeitskreis, Unterstützerkreis gegründet, München, Bayern, damit wir die Christen, die wir erreichen, auch unterstützen können.
15, wer sich noch an die Bilder erinnern kann. München, Zwischenstation, wo so viel Bewegung stattgefunden hat. Jeden Tag 10.000 Menschen, Tag für Tag sind hier angekommen. Es hat nicht lange gedauert. Schon so schnell wie die Menschen hier kamen, wurden dann natürlich auf ganze Bundesgebiet weiterverteilt. Nicht lange gedauert und schon kamen die ersten Beschwerden. Es war von den Flüchtlingen, die in der Erstaufnahmeeinrichtungen lebten. Erstaufnahmeeinrichtungen sind tausende Menschen, die zusammen in ganz, ganz engen Raum leben müssen. Nicht wollen, sondern müssen. Dass die große Schwierigkeiten haben, dass sie beleidigt werden, geschlagen werden. Schlimmste war natürlich die Situation für die Frauen und Kinder. Und es muss was gemacht werden. Es muss was gemacht werden, dass diese Erfahrung nicht weitergeht. Darum haben wir unseren Unterstützerkreis nicht nur in Bayern, sondern auf ganzem Bundesgebiet ausgeweitet. Zum Glück, es leben in Deutschland um die 300.000 orientalische Christen verteilt. Alle Kirchen, alle Gläubiger, verschiedene Gemeinden, verschiedene Bundesländer. Es war für uns nicht schwierig, diese jungen Menschen, vor allem aus dem Orient, zu mobilisieren für diese Anliegen. Weil diese Situation ist für uns Christen, wie ich vorhin gesagt habe, nicht neu. Darum hat sich dieser Unterstützerkreis von 30, 50, 100 und nach 6 Monaten waren um die 800 orientalische Christen, die sich auf diese Art selbst organisiert haben und überall aktiv waren. Ehrenamtlich, unentgeltlich und Tag und Nacht aktiv für diese Anliegen. Das sind die Informationen, die wir gesammelt haben. Als Christ, wenn man eine Schwierigkeit und ein Problem hat, wo geht man denn hin? Zum nächsten Christ, zur Kirche. Ob jetzt ein Geistlicher ist, ob vielleicht ein Diakon ist, ob eine Gemeinde, die aktiv ist. Man versucht dort die Ersthilfe zu bekommen. Dankend muss ich sagen, sehr viele Gemeinden in Deutschland, ob evangelisch oder katholisch, die haben große Interesse gezeigt, sind aufgestanden, haben versucht, nach ihrer Möglichkeit diese Menschen zu unterstützen. Das Problem war ja nicht in der Gemeinde oder ob sie sich zu denen solidarisch zeigen, sondern das Problem war in den Einrichtungen. In diesen Einrichtungen hat sich etwas entwickelt, ich denke, in der Geschichte Deutschlands. Man wird noch viele, viele Jahre auch darüber noch schreiben und berichten. Und am Ende, die Wahrheit kommt schon raus. Es wird noch Zeit dauern, aber die Wahrheit wird noch rauskommen. Unter dieser Erfahrung, was wir Christen aus dem Orient, die wir gerade einen Genozid erleben, hier in einem freien, demokratischen, säkularen, christlichen Land in Deutschland erlebt haben, das kann man mit den 10 Minuten, 15 Minuten nicht einmal ausdrücken, nicht einmal ein bisschen was davon erzählen. Drum, ich persönlich habe mit allen Möglichkeiten, was ich hatte, mit den Kirchen, mit den Politikern, Ministerien, Organisationen, NGOs. Das war meine Anliegen, weil ich als orientalischer Christ nicht länger akzeptieren wollte, dass sowas hier passieren musste. Dieses Land hat Millionen Menschen aufgenommen. Die hat ihr solidarisches, wahres Gesicht gezeigt, als Christen in so einer Situation, dass man auch andere Menschen, auch wenn sie zu einer Religion gehören, in diesem Land aufgenommen. Und gerade wir, orientalische Christen, müssten wir diese Erfahrung in der Einrichtungen machen. Das ist unerträglich, diese Situation. Auf jeden Fall, ich war aktiv überall, wo ich aktiv sein könnte. Ich habe berichtet, wo was zu berichten war, von Kirchen, Politikern, Organisationen, Menschen, wo halt wichtig und notwendig war. Ich war verzweifelt, dass man
einfach das Problem sieht und nichts dagegen unternimmt. Ich sage jetzt nicht einzelne Kirchen oder einzelne Politiker oder einzelne Parteien, alle haben geschwiegen. Nicht nur, alle haben geschwiegen. Bis ich irgendwann einmal Februar, März 2016 mit Rücken an Wand nicht mehr wusste, was ich machen soll. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit den NGO, die sich auch in diese Fragen in Deutschland mit den Flüchtlingen beschäftigen. Alle haben gesagt, diese Anfragen sind bei uns, aber wir wissen nicht, wie wir mit denen umgehen. Wir können mit den Menschen nicht kommunizieren, wir verstehen die Sprache nicht, wir verstehen die Religion dieser Menschen nicht, wir wissen nicht, welche Erwartungen, Träume, Hoffnungen diese Menschen hier haben. Aber wir haben sehr viele Anfragen hier, gerade von Christen und Jesiden. Aleviten, die in der Minderheit in der Unterkunft leben. Wir wissen nicht, wie wir dieses Problem lösen können. Gut, dass du uns ansprichst. Jetzt müssen wir vielleicht etwas unternehmen. Jeder einzelne von uns ist vielleicht zu klein, aber wenn wir alle zusammenarbeiten, dann erreichen wir vielleicht ein Gehör hier in diesem Land. Mai 2016 haben wir uns beschlossen, erste Erhebung in Berlin, eine Pressekonferenz. In der Medien ist sehr gut angekommen. In der Politik ist sehr gut angekommen. Die einzige Kritik, was wir bekommen haben, waren die Kirchen. Ihr müsst es beweisen, haben sie gesagt. Ihr müsst es beweisen, dass es tatsächlich so ist. Dann haben wir uns beschlossen, Juni 2016, alles zusammen durch die Anfragen zu diesen Menschen hingehen, so wie man hier in Deutschland in einem Prozess etwas zu beweisen, Beweismittel. 4 Monate, mehr nicht, 4 Monate. Mit Open Doors. Open Doors ist sehr gut vernetzt. Open Doors hat die Möglichkeiten, eben solche Sachen zu drucken und die Statistiken zu erstellen. Und wir haben alle gemeinsam, alles zusammen, die Daten gesammelt. 4 Monaten, 750 Fälle, persönlich von der Flüchtlinge, ausgefüllt. Alles ist da. Deswegen habe ich gesagt, die Zeit reicht nicht. Aber wenn jemand Interesse hat, ich habe ein paar Exemplare dabei, gerne. Und wenn nicht, dann kann man auch online bestellen. 750 Schicksale, Menschen, die ihre Erfahrung von erster Stunde in Europa, erste Stunde in Deutschland und die Erlebnisse stehen hier, selbst geschrieben. Nicht wir am Telefon, sondern wir haben es selber ausgefüllt. Es ist schrecklich, was da passiert ist. Es ist schrecklich, diese Reaktion, dass man etwas erst beweisen muss, dass bis man ihn glaubt. Bewiesen ist es. Sind jetzt alle natürlich stumm. Man hört nichts mehr von denen. Geschehen ist aber trotzdem nicht. Moment, in Hessen. Land Hessen hat reagiert. Land Hessen hat gesagt, das dulde ich nicht länger, dass in meinem Bundesland, in meinen Einrichtungen, nicht nur die Christen, egal welche Minderheit, darf nicht länger darunter leiden. Zusammen mit uns, mit der anderen Organisation, ein Maßnahmenkatalog erarbeitet und wurde auch beschlossen. Innenministerium und Sozialministerium beschlossen, an alle Einrichtungen weitergegeben, an alle Behörden weitergegeben, dass man dieses Problem gezielt angeht. Nicht einfach hören und warten, sondern gezielt. Dass es erstens aufhört und zweitens nie wieder vorkommt. Die Auswirkungen waren natürlich zufriedenstellend. Auf einmal waren die Träger in diese Einrichtungen wach geworden. Obwohl sie diese Situation die ganze Zeit gewusst haben und trotzdem nichts unternommen. Ich habe sehr viele Gespräche auch mit der Wohlfahrtsverbände geführt. Man hat sich um die Masse konzentriert und nicht um die Klasse. Die Masse waren halt einfach die anderen. 90%. Die Minderheiten leiden überall auf dieser Welt. Ob ihre Heimat im Orient oder aber auch im freien Europa hier auch in der Einrichtungen. Und alle haben zugeschaut. Die schauen bis heute noch weiter.
sondern zu jeder unterdrückte Mensch sollen wir uns solidarisch zeigen. Aber das heißt nicht, dass wir uns deswegen auch unterdrücken lassen, weder hier noch im Orient. Ich freue mich auf Podiumdiskussion. Ich denke, es werden mehrere Fragen kommen und es gibt viel zu erzählen, aber das reicht leider im Moment hier nicht. Vielen Dank nochmal. Ganz herzlichen Dank für dieses eindrückliche Zeugnis. Ich kann Ihre Verzweiflung auch durchaus sehr nachvollziehen, auch über das Schweigen, über die schwierige Situation. Ethisch, wie man mit Minderheiten auch umgeht, das ist ein schwieriges Problem. Wir könnten jetzt eigentlich gleich anfangen zu diskutieren, aber wir wollen zuvor noch hören, seine Exzellenz Metropolit, beziehungsweise vorgetragen dann durch Dr. Elias Esper, die Situation eben aus ihrer kirchlichen Sicht. Nach so einem Vortrag ist es schwierig, wieder reinzukommen und sachlich zu bleiben. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Mein Name ist Elias Esper, ich bin Erzpriester und Gemeindepfarrer in Köln und in Essen. Seit 2 Jahren bin ich Beauftragter der orthodoxen Deutschen Bischofskonferenz für Migration und Flüchtlinge. Es wurde erzählt über Geschichte, über Situation jetzt in Deutschland. Ich erzähle etwas über unsere Erfahrung der antiochenische orthodoxe Kirche in Deutschland, über die rom-orthodoxe Kirche, also das ist die rom-orthodoxe Kirche. Wie erwähnt wurde, die rom-orthodoxe Kirche ist die größte Kirche in Syrien. Und das sind etwa 1,5 Millionen. Und davon sind etwa 300.000 jetzt auf der Flucht. Davon sind nach Deutschland etwa 50.000 gekommen. Diese 50.000 sind verteilt auf das ganze Gebiet von Bundesrepublik. Wie ich auch gerade erfahren habe, sind sehr viele in Gegenden, wo wir noch nicht erreicht haben. Zur Geschichte unserer Kirche und der Gemeinden hier, wir sind in Deutschland seit Anfang der 60er Jahre, als die Gastarbeiter aus der Türkei, aus einer Gegend von Iskanderun und Antiochia hier gekommen und dann haben die angefangen, so kleine Gemeinden zu gründen. Für diese Leute, die in der Türkei waren, war sehr wichtig, als sie in Deutschland kamen, direkt eine Kirche zu gründen. Die haben hier die Freiheit gespürt und da sagten die, hier können wir existieren als Christen. Wir brauchen uns nicht mehr zu verstecken, wir brauchen unsere Sprache nicht zu verstecken auch, wir können hier anfangen als Kirche. Und so hat es die Geschichte hier angefangen. Wir haben mit 3 Gemeinden angefangen. Wir sind mittlerweile 26 Gemeinden hier in Deutschland verteilt von Norden bis Süden. Und davon etwa jetzt 6 Gemeinden neu gegründet von Flüchtlingen. Natürlich, wie die ganze Gesellschaft überrollt worden hier von den Flüchtlingen, sind wir als Gemeinde auch hier in Deutschland überrollt worden. Wir waren nicht vorbereitet auf diesen großen Zahl. Wir waren nicht vorbereitet, Logistik, materiell, geistlich auf diese Menschen. Plötzlich stehen unsere Telefone nicht stumm und dann jeden Tag Hunderte von E-Mails, von Telefonen, von Gesprächen und schreien nach Hilfe. Wir sind in München, wo gehen wir hin? Wir sind in Berlin, was könnt ihr für uns machen? Wir sind in Freiburg. Also das ist eine dramatische Zeit. Und ich muss dazu sagen, wir haben schlechte Erfahrungen, manche haben schlechte Erfahrungen gehabt, aber überwiegend in Deutschland haben wir positive Erfahrungen
dankenderweise alle Gemeinden, alle Christen in Deutschland, könnten diese Brüder und Schwestern, die aus Syrien gekommen sind, können ihre Leid etwas minder, etwas weniger geworden. Das muss man nicht vergessen. Natürlich gab es hin und dort Probleme mit den Muslimen, aber diese Probleme haben wir seit 1400 Jahren, 500 Jahren. Unsere Kirche hat ihre Leiterfahrung seit 1500 Jahren. Tagtäglich haben wir mit den Muslimen gelebt, manchmal gut, manchmal weniger gut, manchmal ganz schlecht. Das muss man sagen. Es ist abhängig von denjenigen, die damals regiert haben. Und dann, um diese dramatische Entwicklung zu verstehen, müssen wir überlegen oder denken, dass diese Minderheit in Syrien, diese christliche Minderheit, was wir Minderheit nennen, das sind die Leute, die 1500 Jahre ausgehalten haben. Dass die ganze Druck 1500 Jahre ausgehalten haben, um Christen zu bleiben. Das muss man verstehen. Tagtäglich, Jahr für Jahr. Bist du Christ, dann musst du leiden, dann musst du dafür zahlen. Und das macht uns ein bisschen traurig, dass man hier die Brüder und Schwestern in Europa diese Geschichte nicht genug würdigen. Das ist so, wenn die Christen, außer wenn Syrien, Libanon, Ägypten, egal wo, christenfrei wird, dann leidet die ganze Region. Das ist nicht einfach. Christen bedeutet Kultur, Christen bedeutet Wissenschaft, Christen bedeutet Offenheit, Christen bedeutet, hat alles, was mit Kultur zu tun hat, hat mit Christentum zu tun. Die Christen waren immer Vorreiter in jeder Hinsicht zur Öffnung nach außen. Und wenn die weg sind, dann ist es sehr traurig. Man muss sich vorstellen, in Palästina, wo Christus auf die Straße gegangen ist, wo er geschlafen hat und gegessen hat, sind keine Christen mehr. Können Sie mich korrigieren? 4%? 2%. Also, wo Paulus in Damaskus durch die gerade Straße gegangen ist, wo Ananias den Paulus getauft hat, kann man sich das vorstellen, da sind keine Christen mehr da? Und deswegen klagen wir an, wenn die Christen weg sind, dann unsere Wurzel wechselt. Das ist die Wahrheit. Wir können unseren Kindern nicht später erzählen, gucken wir mal, ihr könnt nach Damaskus gehen und die Ananias-Kapelle besuchen. Wo ist die Ananias-Kapelle? Die ist nicht mehr da. Und so geht mit uns durch die ganze Geschichte. Wir haben sehr viele junge Leute hier gekommen. Ich erzähle Ihnen nur mal ganz kurz über eine Gemeinde in Essen. Ich habe mehrere Telefonate bekommen. Das sind so viele junge Leute in Essen und Ruhrgebiet. Und dann, ich war zufällig in eine katholische Gemeinde eingeladen zu einer Hochzeit. Dann habe ich den Pfarrer gefragt, ist das möglich, dass ich hier einmal einen Gottesdienst für diese Flüchtlinge mache? Ach, sagte ich, ganz gerne, aber wir müssen den Bischof fragen. Bischof fragt den Metropoliten, das kennen Sie die Geschichte. Bis wir ein grünes Licht bekommen haben. Wir haben mit etwa 40 junge Menschen und 10 Familien angefangen. Karfreitag dieses Jahr hatte ich zum ersten Mal in diese katholische Gemeinde, das ist in Essen-Rüttenscheid, das ist eine Kathedrale, da waren 1000 Leute drin. 1000. Alle junge Menschen aus Syrien, Flüchtlinge. Wir haben keinen Unterschied gemacht zwischen syrisch-orthodoxen, rom-orthodoxen, Armenier, die waren alle da. Und das war wirklich ein Fest der Freude, dass die Menschen hier ein Dach über den Kopf haben, dass die ihren Gottesdienst gefeiert haben, aber auf anderer Seite, das habe ich denen gesagt, bei der Predigt, die 1000 fehlen hinten. Die 1000 sind da, sie sind in Sicherheit.
obwohl die ärgern sich manchmal im Jobcenter und Sozialamt und das und dies, das kann man alles ertragen. Besser als zu sitzen und die Bombe über dem Kopf zu haben. Aber diese Leute fehlen unten. Ein Freund sagte zu uns, ihr findet nicht mal einen vernünftigen Arzt mehr in Syrien. Ihr findet nicht mal einen IT-Fachmann. Ihr findet nicht mal einen vernünftigen Lehrer. Sind alle weg. Alle weg. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, bitte helft uns, dass die Leute zu Hause bleiben. Wir sind dankbar, dass sie hier gekommen sind, gut empfangen und dass sie ihr Dach über den Kopf haben und so weiter. Aber deswegen haben die Patriarchen alle dort appelliert, bitte helft uns, dass die da bleiben. Und das hat uns keiner zugehört. Es wird immer angefeuert, es wird weiter Waffen verkauft, es wird weiter Geschäfte gemacht mit den Menschen und dann plötzlich hast du in Syrien statt 30% Christen Anfang des 20. Jahrhunderts haben wir jetzt 4%. Und dann beklagen wir uns später in der Geschichte nach 20 Jahren, was haben wir damals gemacht, wo waren wir denn alle? Ja, wo waren wir alle? Menschen gehen auf die Straßen für wenige Probleme, aber für so ein Problem, was uns alle trifft, menschlich und religiös, geht keiner auf die Straße. Macht keiner den Mund auf. Wir sind so bequem geworden, dass uns alles egal ist. Wir versuchen in unserer Gemeinde, mit alles, was wir haben, dass die Leute zu integrieren und sofort zu integrieren. Die gehen sofort, alle versuchen wir Deutschkurse zu besorgen, dass sie sofort Deutsch lernen, dass ihre Kinder in die Schule schicken. Und wir haben fantastische Ergebnisse. Wir haben Leute nach einem Jahr, die perfekt Deutsch sprechen, die sind mittlerweile eine Ausbildung haben, die anderen studieren. Ich habe einen Innenminister geschrieben, der hat mich geantwortet. Und da habe ich gesagt, Sie können von uns lernen, wir können miteinander arbeiten. Wie verstehen wir die Muslimen ticken? Da können Sie alle Bücher schreiben und Orientaler und Fachkundige fragen, aber keiner versteht, wie man mit diesen Menschen umgeht wie wir. Mit aller Bescheidenheit. Da können die hier stehen 20 Professoren mir ihre Geschichten erzählen. Ich kann mit denen auskommen. Ich kann denen anders erzählen. Unsere Leute sind überfordert. Wir haben Probleme. Das muss man auch so sagen. Wir haben Gemeinden hier gegründet. Wir haben unsere Gottesdienste, Liturgien versucht zu übersetzen, auf Deutsch Gottesdienst zu feiern, weil die Generation versteht kein Deutsch und plötzlich hast du 30, 40 Familien, die überhaupt kein Wort Deutsch verstehen. So, dann kehren wir, auf der anderen Seite fangen wir von null an Arabisch zu machen. Das ist ein Problem. Zweites Problem, die Gemeinden hier fühlen sich befremdet. Die haben ihre Denkweise, die haben ihren Rhythmus, und auf einmal kommen Leute von außerhalb. Einer kommt aus Homs, der andere kommt aus Aleppo, aus Damaskus, aus. Und dann funktioniert alles nicht mehr. Und da braucht man wirklich viel Toleranz, viele Arbeit. Die Leute haben Verständnis, dass die Leute alles verloren haben. Aber die haben auch Angst, dass sie ihre Identität hier zu verlieren. Und damit kämpfen wir im Moment. Dagegen kämpfen wir. Versuchen wir, andere Wege zu gehen, versuchen Gottesdienste manchmal auf Deutsch zu machen, manchmal auf Arabisch, versuchen eine Mischung zu machen, mit denen etwas anzufangen, mit der anderen etwas zu machen, damit wir Frieden in unserer Gemeinde zu haben. Sonst haben wir bei uns auch keinen Frieden mehr. Deshalb kann ich auch verstehen, dass manche Fremde, nenne ich die Fremde oder nicht Erfahrene, die haben Probleme mit den Flüchtlingen. Weil das ist schwierig. Auf einmal hast du in einer Kindergartengruppe 6:2 oder 8:3. Das ist schwierig. Das erleben wir bei uns auch. Das ist die Situation im Moment. Wir haben 26 Gemeinden, wir haben 10 Priester, 2 Diakonen und die müssen alles überwältigen. Wir haben Hilfe,
besser sein, dass die unseren großen Kirchen uns helfen. Aber die haben das offen gesagt. Wir haben gesagt, wir haben jetzt ein neues Feld für uns. Migranten, Flüchtlinge, dann können die uns zeigen, statt mit uns zu arbeiten. Weil die unsere Leute sind, denken, das machen wir uns alleine und dann können wir nachher irgendwas repräsentieren. Machen wir ein paar schöne Videos und Statistiken und wie viel wir Geld ausgegeben haben und wie viele Leute integriert haben. Ohne mit den Betroffenen zu sprechen. Plötzlich haben wir Leute, die irgendwo gelandet sind, rufen an und sagten, Abona, sind die auch Christen, die? Ich sage, ja, wo seid ihr? Ich sage, ja, die haben uns mitgenommen und die geben uns irgendwas. Die sind doch alle gleich, oder nicht? So. Wir fühlen uns denn, wir haben ein Schuldgefühl, weil diese Leute nicht erreicht könnten, aber unsere Möglichkeiten wirklich sind begrenzt, unsere Hände sind gebunden. Von der anderen Seite erwarten von den anderen, sagt, gut, wir helfen euch, aber wir bringen euch nach Hause. Eure Kirche ist da, eure Tradition ist dort, wir sind alle Brüder und Schwestern, aber bestimmt bei euren Eltern fühlt sich am besten. Das erwarten wir und das manchmal nicht so. Auf jeden Fall sage ich, das Positive ist mehr. Egal wo, in welchem Land. Es gibt immer Negativen. Wir meckern, die Orientaler meckern die gerne, nörgeln. Und das gehört zu unserer Mentalität. Aber was wir hier in Deutschland erlebt haben von Hilfsbereitschaft, von Verständnis, von Opferbereitschaft, das denke ich, das wirst du nicht sehen. Vielen Dank für diese Hilfe und für alles, was wir erfahren haben, für diese Solidarität und wir hoffen, dass es was mehr wird mit Gott und Segen. Vielen Dank. Herzlichen Dank nochmal für diese Worte, auch für die Worte des Dankes an erlebter Solidarität. Ich glaube, in so einer Situation der Überforderung ist das durchaus auch wichtig, auf positive Erfahrungen zu rekurrieren, ohne die schwierigen Erfahrungen auch kleinzureden. Sie haben sehr eindrücklich gesagt, ja, wenn die Christen im Nahen Mittleren Osten weg sind, Stellen, wo Jesus Paulus wirken, sind unsere Wurzeln weg. Ja. Sie haben auf ihre Erfahrungen rekurriert. Ich denke, jetzt versuchen wir nochmal gemeinsam auch uns auszutauschen. Wir haben gerade 3 sehr unterschiedliche Perspektiven, von unterschiedlichen räumlichen Perspektiven, unterschiedlichen Temperamenten im Vortrag, unterschiedlichen auch Hintergründen gehört. Ich bitte die Referenten jetzt hier vor auf das Podium. Das war hier die Seife aus Aleppo. Und bitte Sie dann nochmal jetzt in der Diskussion um Disziplin. Die Erfahrungen mit Diskussionen sind durchaus zwiespältig, weil es ein sehr emotionales Thema ist. Deshalb bitte ich keine langen Co-Referate, sondern kurze, möglichst präzise Fragen auch zu den gehörten Referaten an die Referenten. Sie haben das Wort. Wer möchte beginnen? Wenn keine direkte Frage ist, dann würde ich gerne Ihnen zuerst das Wort geben. Wollen Sie noch etwas aus Ihrer Perspektive ergänzen? Ja, nach was haben meine Kollegen gesagt, habe ich nie sagen. Ich möchte auch auf meine Seite euch danken für diese Einladung und für diese auch schöne Abend, 2 Stunden und auch ich warte wie euch die Fragen. Vielleicht können wir auch etwas Neues sagen über Syrien, über Irak, über Libanon, was sie wollen
frei, können auch fragen. Danke. Ja. Danke, es ehrt uns, dass Sie da sind. Wenn noch keine Frage da ist, Herr Tankes, Sie haben begonnen. Ah, okay. Wenn man sich zu Wort meldet, möchte ich dann verstehen Sie alle. erzählen. Und zwar, ich war Student in Rumänien und mein Professor für die Universalgeschichte hat mir eine Seminararbeit angeboten, und zwar der Patriarch Makarios von Antiochien, von Damaskus, in der Begleitung von Paul von Aleppo. Deswegen für mich ist es schmerzhaft persönlich, wenn ich etwas Schlechtes höre über Damaskus und Aleppo, ganz persönlich. Und es war ein Buch herausgegeben zwischen den beiden Republiken. Es war nicht mehr nach 50, die Kommunisten hatten keine Interesse, sowas zu publizieren und so weiter. Und ich habe schon berichtet, eine Seminararbeit. Und es ging um die Reise von Makarios, von Damaskus, über die rumänische Länder, Walachei und Moldau in die Ukraine. Und so haben wir, die Rumänen, einen Bericht über das Mitte des 17. Jahrhunderts, über unsere Kirchen und die Einlüge und so weiter. Und wir wollten auch Spenden bekommen von den orthodoxen Kirchen, die ein bisschen mehr hatten und so weiter und so fort. Und deswegen für mich persönlich, das ist schmerzhaft, wenn ich etwas höre. Aber eine kurze, schöne Nachricht. Ein Freund von mir, der Botschafter von denen, kann ich das sagen, wir haben gesprochen vor Jahren und er hat sich dafür eingesetzt, dass publiziert wieder gedruckt wird, das Buch. Nur den Teil über die rumänische Geschichte. Das wollte ich sagen. Als Überblickung. Das war unser Patriarch diesen letzten Sommer. Ja, das stimmt. Sie hatten ein Jubiläum über diesen Besuch, etc. Ja, es freut mich, dass auch viele hier im Raum sind, die ganz viele Erfahrungen, eigene Erfahrungen nochmal aus dem langsam zusammenwachsenden oder auch zerbrechenden Europa mitbringen. Ja, vielen Dank für die 3 Statements, die mich alle sehr persönlich beeindruckt haben. Ich möchte 3 kleine Fragen stellen, die jetzt daraus erwachsen sind. Die erste Frage ist, die geht eher an Sie, die sich mit den Flüchtlingen der Ankunft hier beschäftigt. Man hört immer wieder eine Diskussion, dass man doch vor allem christliche Flüchtlinge aufnehmen solle, wenn man denn nicht alle aufnehmen könne. Würden Sie befürworten, dass man dann eine Selektion vornehmen würde, wen man nach Europa einlässt, also man verstärkt auf die Christen achtet? Das ist eine sehr kontroverse Diskussion, die geführt wird, gerade im öffentlichen Raum, diesbezüglich. Und auch mal appelliert wird, dass wir sagen, man muss alle Flüchtlinge aufnehmen, aber Sie haben sehr eindringlich darauf aufmerksam gemacht, wie schwer es den Christen vor Ort geht und wie schwer sie es dann nochmal hier haben. Die zweite Frage ist, wie geht es dann mit der politischen Unterstützung? Ich weiß, dass der Norbert Lammert sich immer sehr für die verfolgten Christen weltweit eingesetzt hat. Haben Sie eigentlich aus politisch oberer Ebene Unterstützung, die sehr zaghaft ist? Ich beobachte Norbert Lammert diesbezüglich, der sehr vorsichtig agiert und sehr zurückhaltend, aber trotzdem dezidiert da Worte hat. Sollte man da mehr machen? Müssen die politischen Räume stärker motivieren, sozusagen Wort zu ergreifen, um die Situation zu entspannen? Und die dritte Frage, das war das Eindringlichste auch aus Ihrem Statement, bezog sich auf den Verlust der Wurzeln. Ich meine, es ist auch ein Verlust von Dialogfähigkeit zu den Ländern. Wie sieht denn die Perspektive aus? Also wir haben sehr, sehr sichtbar gemacht, wie wenig Christen jetzt da sind, wenn von 1/3 Christen auf 4% es reduziert ist. Gibt es denn überhaupt noch moderate Kräfte in den Ländern, mit denen man dann zukünftig überhaupt einen Dialog führen könnte? Wäre es überhaupt perspektivisch möglich, dass die Christen wieder zurückgehen und wieder sich in Syrien engagieren? Oder sind die Menschen so frustriert, dass sie sagen, in diese muslimischen Länder gehen wir jetzt nicht mehr zurück? Und wie sieht die Perspektive aus, eigentlich auch für den, jetzt könnte ich sagen, den internationalen Dialog, für den Aufbau einer Region? Man muss ja über den Zeitraum hinausdenken, auch dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Ja. Vielen Dank. Fragen ins Zentrum auch unserer Veranstaltung. Zu der Frage der Antwort. Es liegt nie in unserem Interesse, unsere Heimat zu verlassen. Und wir sind auch nicht glücklich, dass die Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Nun, es gibt sich halt die politische Situation und vor
was wir damit verlieren, nicht nur wir, sondern ganze Christenheit wird verlieren, wenn wir nicht mehr dort sind. Wir wollen auch dort bleiben. Aber wir müssen auch natürlich auf den günstigen Zeitpunkt warten, bis die Sicherheitslage sich einigermaßen verändert. Es war, dass man noch leben kann. Die Erfahrung hat auch gesagt, dass wir seit 1400 Jahren Erfahrung mit diesen Situationen haben. Aber das, was wir momentan erleben, das ist ein Genozid. Zu Flüchtlingen hier in Deutschland, wir arbeiten jetzt schon dran. Eben aus der vielen Gründe, was er auch genannt hat, dass diese Menschen wieder zurück in ihre Heimat gehen, wenn möglich ist. Wir arbeiten jetzt schon dran. Wir versuchen speziell gerade Ärzte, Ingenieure, Akademiker, Menschen, die hier in der Unterkünfte sinnlos da rumsitzen und demotiviert sind, eben für Zukunft, dass sie dann, wenn möglich ist, wieder zurück Syrien und Irak aufzugehen. Ja. Ja, also wissen Sie, Bomben und Raketen machen keinen Unterschied zwischen Christen und Muslimen. Das ist erstens. Zweitens, ich bin dafür, dass jeder, der aus dem Krieggebiet kommt, aufgenommen wird, egal welche Religion ist. Weil, was wir aufgenommen haben, das sind nicht alle Kriegsflüchtlinge. Die kommen nicht, weil die vom Krieg, unter Krieg leiden. Wir haben sehr viele, die hier gekommen sind, die überhaupt mit dem Krieg nichts zu tun haben. Sogar aus Syrien kommen Leute, oder aus Libanon und Syrien, ich spreche nur von Syrien, kommen Leute, die ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, können die Überfahrt bezahlen. Das muss man auch, zur Wahrheit muss auch erwähnt werden. Wir sind persönlich, und unsere Kirche ist nicht dafür, dass nur Christen aufgenommen werden. Wir sind nicht froh, dass die Christen das Land verlassen. Ob noch Dialogmöglichkeit gibt, es gibt es noch. Es gibt noch genug Leute da, die aus Überzeugung nicht das Land verlassen haben. Und ich denke, mit diesen Leuten kann man Dialog führen. Aus meiner Familie ist keiner gekommen, obwohl hatten die Möglichkeit kommen. Aus seiner Familie sind alle da. Weil die glauben, dass wir eine Verpflichtung haben, in diesem Land zu bleiben und unsere Botschaft weiterzugeben. Und gibt es genug junge Leute sogar, Studenten. Ich habe jemandem damals angeboten, ein Stipendium nach Deutschland zu bekommen. Ich habe ihm gesagt, dass deine Zukunft ist nicht so sicher und so weiter. Wir waren zu ihm und sagte, nee, egal was, ich bleibe hier. Ich muss als Zeuge sein. Ich möchte später als Zeuge sein, dass wir nicht aus Bequemlichkeit das Land verlassen haben. Ja, Herr Tamke, nochmal auf die politische Unterstützung, vielleicht auch von Ihrer Perspektive nochmal Rückfragen, auch jetzt an das Gehörte von den anderen Referenten. Also mit der politischen Unterstützung ist es sehr wechselhaft gewesen. Wir haben versucht, einmal im Jahr ein zweitägiges Treffen mit dem Außenministerium zu haben, wozu wir dann auch Bischöfe oder Politiker aus der Region einfliegen nach Deutschland, damit das Außenministerium, das an dieser Stelle deutliche Zurückhaltung geübt hat aufgrund der politischen Vergangenheit Syriens und der Zugehörigkeit Syriens zur Achse des Bösen, wie die Amerikaner das nannten, herauszukommen. Das war außerordentlich schwierig. Das ist der Grund, weshalb ich mit Ministern oder Politikern nach Syrien gereist bin. Nicht immer erfolgreich, logischerweise. Trotzdem gab es immer wieder einzelne Politiker, die ansprechbar waren. Mit Schäuble habe ich auf dem Kirchentag diskutiert in Köln damals, um auch ein vergeblicher Anlauf bei Schäuble, damals, wenn Sie sich erinnern, Europa zu bewegen, aus dem Irak christliche Flüchtlinge, damals war das auf die Christen von ihm her zugespitzt, nach Europa zu holen. Das ging einfach nicht, was immer er versuchte, und dann kam es dem deutschen Alleingang an dieser Stelle, weil wir uns der Situation einfach nicht verschließen konnten, dass ich zwar daran interessiert bin, und das ist mein erstes Interesse, dass die Christen in der Region bleiben, aber wenn man nicht mehr bleiben kann,
zwischen diesen beiden Polen entscheidet sich unser politisches Agieren. Bei dem Außenministerium kann ich sagen, als ich zu Beginn des Krieges damit angefangen habe, waren wir eine gute Zutat und wurden ein wenig belächelt. Was wollen denn die Kirchen jetzt auch noch in diesem Feld mittun? Das hat sich gründlich gewandelt. Wir haben viel bessere Informationen, viel authentischere, als sie das Außenministerium auch bei besten Versuchen, sie zu bekommen hat. Und das wird auch vom Außenministerium anerkannt. Sie nehmen unsere Gefangenenlisten in Empfang. Die Kollegen aus Syrien, Bischöfe und andere mit uns gemeinsam erstellen, um uns schützend vor Christen zu stellen, die in einer sehr bedrohlichen Situation sind. Und im Einzelfall müssen wir gefährdete Politiker außer Landes schaffen. Grundsätzlich ist die Politik schwierig, schon aus dem Grund, weil natürlich die Politiker versuchen, dem Phänomen Islam in unserer Gesellschaft gerecht zu werden. Ich erinnere mich an eine Stiftung einer politischen Partei in Berlin, auch 2 Tage, wo ich 2 Tage lang informieren durfte, wo dann noch ein paar Spezialisten eingeladen waren, zum Beispiel Ruckendorf, zur Situation zu berichten. Das war außerordentlich schwierig. Eigentlich war zum einen festzustellen, dass man meint, Leute der Kirche haben eigentlich nicht substanziell etwas in diesen schwierigen Feldern beizutragen. Das Zweite, dass eben wenn man diese Dinge anspricht, immer der untergründige Verdacht da ist, man sei islamophob, man erschwere die Situation der Koexistenz mit den Muslimen in unserem Land. Da kann ich dann so oft dagegen setzen und sagen, guckt hier, ich bin im deutsch-ägyptischen Dialog, im europäischen, arabischen Dialog, ich mache mit, wo immer ich kann, ich habe 6 Partner in der Türkei, auch seitens der islamischen Theologie. Das zieht dann nicht mehr, das ist dann einfach nicht mehr diesen oft unausgesprochener Vorbehalt und einfach nicht aus der Welt zu schaffen, weil der Verdacht, das ist ein Theologe, der dort spricht, schon ausreicht, mein Argument aus den Angeln zu heben. Das ist nicht in allen Parteien gleich, Gott sei Dank, aber es ist etwas, womit wir in allen Parteien zu kämpfen haben. Ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird für unsere Gesellschaft, das ist ein Abbild unserer Gesellschaft. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch auf die anderen Dinge reagieren soll, vielleicht tue ich das später. Auch ich würde sagen, Dialog ja, das war mein damaliger, vielleicht etwas utopischer Anlauf, wo ich einfach alle mir befreundeten Bischöfe und so gebeten habe, dieses Projekt zu unterstützen, um in Damaskus zum Zug zu kommen. Und es war eigentümlich, dass sowohl die Regierung als auch die Universität Damaskus ja sagten. Das Problem war dann der innere Kampf zwischen dem Präsidenten der Universität und dem zuständigen Minister, die keiner wollte dem anderen. Das gehörte zu den Schwächen dieses Systems. Das ist halt doch ein nicht ganz einfaches System, mit dem man dort zu agieren hat. Ich bin froh, dass wir heute nicht zu sehr den politischen Bereich betreten haben. Das ist das erste Mal bei einem solchen Abend, bei dem ich bin, wo ich nicht gleich gefragt werde, Assad ja oder nein, und was denken Sie zur Opposition und solchen Dingen. Ich kann diese Fragen langsam, entschuldigen Sie, nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wie viele 100 Mal ich dazu etwas habe sagen müssen. Das führt zu nicht sehr viel. Und im Endeffekt, wenn ich zurückgucke, Sie waren auch bei einer solchen Konferenz, bei der ich Mitinitiator war, es führt immer zum Austausch der gleichen Argumente und am Ende steht man da und weiß, ja, das ist ein Abbild des Krieges, aber es ist nicht ein Schritt zur ernsthaften Verständigung. Deshalb bin ich froh, dass wir das nicht tun, weil auf diesem Weg, auf dem wir uns im Moment gerade bewegen, das menschliche Verstehen, der Versuch, die Religion gegenseitig anzuerkennen und mit einer gewissen Mitmenschlichkeit einander gegenüberzustehen. Das ist genau das, was in Syrien unter die Räder gekommen ist. Nichts hat so sehr gelitten in Syrien wie manchmal eben diese Mitmenschlichkeit. Ich kann Ihnen nicht sagen, was man da so zu ertragen hatte bei dem, was man zugeschickt bekommt. Aber selbst Gruppen, die ganz unverdächtig waren, wo man immer dachte, das sind doch Liberale, erschreckende Nachrichten zu deren Verhalten. Also ich habe aufgegeben zu glauben, dass es irgendeine Gruppe gibt, die wirklich unschuldig ist. Das ist eine Vorstellung, das ist eine Illusion. Deshalb möchte ich gar nicht auf diesen Punkt weiter eingehen, wenn Sie gestatten. Ich glaube, es gibt genügend Dialogpartner. Sie finden sich nicht in den etablierten politischen Gruppen, würde ich sagen. Sie finden sich eher, wenn Sie mich fragen, in den religiösen Gemeinschaften. Hat das Schlagwort Genozid in die Runde geworfen. Das ist ja auch tatsächlich diskutiert worden beim Europaparlament vor der UNO. Tatsächlich müssten wir sagen, obwohl der IS natürlich kein etablierter Staat war,
aber dessen Strategie und wie er vorging, zum Beispiel in Mosul mit der Bezeichnung der Häuser, wo die Christen wohnten, mit den Aufforderungen, die Region zu verlassen oder zu konvertieren oder sein Leben zu riskieren. Das sind genau die Kriterien, die Lemkin nach dem Zweiten Weltkrieg für den Genozid festgelegt hat. Wir wissen, in Gestendorf hat er noch sehr viel stärkere Kriterien gehabt. Da ist er damals ausgebremst worden von der USA und der Sowjetunion, weil beide Staaten befürchteten, dass sie selber des Genozids überführt würden. Aber es ist gar keine Frage, was da stattgefunden hat und manche Regionen betroffen hat, diese Bedingungen erfüllt. Und ich habe gerade Studierende, die bei mir mal studiert haben, auch meine ehemalige Doktorandin, die jetzt in Bochum lehrt, die gerade in diesen Tagen unterwegs sind in den zurückeroberten Gebieten des Irak um Mosul und Bilder mir geschickt haben und auch sonst nicht daran teilhaben lassen. Und das ist schon gespenstisch. Leere Städte, wiedereroberte christliche Städte, Glauben können geläutet werden. Aber die Menschen kommen noch nicht. Es gibt Rückkehrerprojekte. Aber ob sie reichen werden, dass diese Städte wieder christliche Städte werden, ob man ihnen Mut machen kann, zurückzukehren in eine Religion, die man politisch nicht sichern kann, solange die historischen Fehler europäischer Politik aus dem Ersten Weltkrieg, seit Spiko vor allen Dingen, dass diese Grenzen künstlich gezogen hat, an denen wir heute leiden, die der IS historisch revidierend übersprungen hat. Der hat einfach so getan, als gäbe es keine Grenze zwischen Syrien und dem Irak. Solange wir das nicht grundlegend korrigieren, und wie sollte das aussehen? Aber alles, was wir da jetzt erleben, ist eine Folge dessen, was sich nach dem Ersten Weltkrieg dort getan hat. Die Kurdenfrage war schon lange da. Schiiten, Sunniten, alles schon da. Der Irak, eine künstliche Schaffung von Gertrude Bell, die waren relativ stolz drauf. Mosul-Frage von Türkei-Anspruch. Syrien, Unterteilung seit das Franzosen in 5 kleine Staaten, damit man es besser regieren konnte. Der Zwang auf die Alawiten, die dann zurückgezwungen werden in Syrien, in die religiösen Führer wurden hingerichtet. All diese Dinge, wenn Sie die kennen würden, all die Traumatisierungen, die meisten dieser Kirchen haben einen Völkermord schon hinter sich, nämlich 1915, die Armenier, die Syrer, die Pontusgriechen. Das macht Traumata, das sind zwar historische Traumata, aber die führen zu einer Lebenshaltung, dass man heißt, ich kann dem nicht trauen, worin ich mich bewege, weil meine Großväter haben das erlebt, dass der Nachbar, mit dem sie friedlich zusammengelebt haben, ihnen plötzlich ans Leder ging. Das muss man verstehen, wenn man die Menschen dieses Landes oder dieser Länder verstehen will. Und dann würde ich Herrn Esper sehr gerne zustimmen und würde es nochmal verstärken. Wenn wir wollen, dass diese Länder in Zukunft in die Völkerfamilie zurückfinden, als Länder, in denen Mensch zu Mensch gleichwertig ist und auch sieht, wer der andere ist, ohne sein eigenes Versagen am anderen ganz leugnen zu müssen, dann brauchen wir die Christen. Weil sie sind die letzte weltreligiöse Gruppe in diesen Ländern, die neben dem Islam, der in sich auch sehr divers ist und auch voller Spannung, überhaupt noch da sind. Wenn man niemanden mehr hat, der konkret darstellt, dass da noch was ist, was anders ist als ich. Die Juden sind alle weg. Die Baha'is sind alle verfolgt worden. Das ist alles weg. Da gibt es nur noch die Christen und die Muslime. Und wenn die Christen verschwinden, dann haben wir dieses Lernfeld zu Toleranz. Dieses Lernfeld, ich muss aushalten, dass der andere anders ist als ich. Das haben wir nicht mehr. Und das brauchen wir aber. Das brauchen wir gerade in diesen Ländern. Das kann man nicht abstrakt sein. Das lernen Sie nicht in dem Schulbuch, wo über Christentum in Europa geschrieben wird. Das Christentum in Europa geht Sie gar nichts an. Nur ein abstraktes Gedankenspiel. Aber ob der Nachbar, der hier Bäcker ist, und der Junge, der, weiß ich, Reflexion beschreibt, wie er mal überfallen wird in Damaskus mit einem Messer von den anderen Jugendlichen, weil sie ihn beschneiden wollten. Und das wird dann gemanagt von einem Älteren, der ihn davor retten kann. Aber gleichzeitig, das darfst du aber nicht erzählen, sonst wird das ganz kompliziert aus dem Dorf. Da müssen wir weg. Wir müssen lernen, in dem lebendigen Miteinander zu einer Gleichheit zu kommen. Und das können wir nicht von Europa aus machen. Das können auch nicht die Flüchtlinge hier machen. Das müssen die Menschen machen, die in Syrien sind. Die müssen wir unterstützen. Es muss aus Syrien kommen. Was wir in Syrien erleben, und jetzt höre ich dann auf, Entschuldigung, jetzt fange ich dann auch noch politisch an zu lernen, ist ja gar kein Bürgerkrieg. Das ist ein Krieg stellvertretend für uns alle. Da kämpfen Russen und Amerikaner, da kämpfen Saudis und Kataris, da kämpfen Türken, da kämpfen die Hisbollah, wer auch immer, und spielt in dieses Land hinein, das nicht in die Lage versetzt wird, selbst einen Weg zu finden, weil es von außen völlig von anderen Geldern und anderen Truppen fremdbestimmt wird. Ich hoffe, dass
dass der Orient irgendwann in Ruhe gelassen wird mit diesem fatalen von außen hineinregieren und dass wir die Menschen unterstützen werden, die in ihrer Andersartigkeit zu dieser Region und in ihrem Willen zur Demokratie und Offenheit diese Region zu dem machen, was ich mit dieser Region erlebt habe. 75 in diesen Ländern zu reisen. Ich stand auf dem Markt und wurde sofort eingeladen nach Hause. Es war offen, Gastfreundschaft. Natürlich, es war nicht Demokratie in unserem Sinn, das war eine ganz andere Welt. Aber die Menschen waren offen und fähig, den anderen als anderen zu akzeptieren. Dass sie das verlernt haben, ist ein neues Phänomen, nicht das alte. Ja, herzlichen Dank. Ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören, aber ich denke, ich schlage vor, dass wir jetzt auch das verlängern, also spätestens, dass dann um 20 Uhr Schluss ist. Ich würde gerne jetzt die Fragen, die noch im Raum sind, bündeln. Vielleicht mal, dass diejenigen, die sich melden, ganz kurz nochmal vorstellen und versuchen, kurz und präzise die Fragen. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen, und zwar zum militärischen Engagement Russlands gerade angesprochen. Gibt es eigentlich in irgendeiner Weise ein Engagement der russisch-orthodoxen Kirche in Bezug auf Schutz der orthodoxen Religionen vor Ort? Weil darüber hört man bei uns gar nichts. Das ist mir auch völlig unbekannt. Und zum zweiten Teil ist das Thema Genozid angesprochen. Ist da nicht gerade Deutschland als Akteur unglaubwürdig durch seine eigene Geschichte, wenn es zum Genozid kommt? Weil das damalige Deutsche Reich hat sich ja, ich glaube, das kann man durchaus sagen, mit Schuld beladen und ja war ein aktiver Part in der Vernichtung der Bruderchristen. Ja, also ich würde noch gerne sagen, dass ich also Paulus Kurt eine Zeit lang begleitet habe. Ich bin ein Freund der orientalischen Christen, namens Max Ringhausen, und ich wollte nur sagen, dass ich das sehr begrüßen würde, wenn der Norbert Lammert, also praktisch Paulus Kurt, aktiv bei seinen Initiativen, bei der internationalen NGO, die jetzt gegründet worden ist, unterstützen würde. Da ist viel mehr notwendig und ich hatte jetzt auch die Gelegenheit, die orientalischen Christen etwas besser kennenzulernen. Ich habe Berichte auch über Ägypten gelesen, Eritrea, von Paulus habe ich viel aus Syrien und Irak erfahren, von Simon Jakob, und ich denke, wir können jetzt nicht als Westeuropäer sagen, ja, die orientalischen Christen gehen ja wieder zurück, sondern ich denke, man muss wirklich pro Region abfragen, wie ist die Situation bei euch, wollt ihr nach Europa, wollt ihr nach Deutschland emigrieren, wollt ihr, dass wir euch helfen, hier eine neue Zukunftsperspektive zu finden, weil einfach der Terror, weil die Zerstörung, die Bedrohung zu groß ist. Ich denke, man muss realistisch sein, die Bevölkerung wächst auch immer weiter im Mittleren Osten, in Ägypten, und da findet auch eine gewisse Verdrängung statt. Und dieser Verdrängungswettbewerb geht auch über die Religion. Und das wird einfach für die orientalischen Christen immer schlimmer, sodass ich zum Beispiel zum Paulus mal gesagt habe, ja, es wäre wichtig, hier Evakuierungsmaßnahmen einzuleiten, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Also ich habe jetzt aktuell, weil der Fundamentalismus so stark ist, wenig Hoffnung, dass wir jetzt zu einem früheren Zustand der Harmonie kommen, wie es vielleicht beim Panarabismus möglich war, vor 30 Jahren oder 20 Jahren. Also ich glaube, dass diese Zeit vorbei ist, und ja, also ich denke, man muss einfach realistisch sein und nicht einfach denken, ja, die gehen ja wieder zurück und da muss man gar nichts Großartiges machen. Okay, noch ein Statement nochmal aus der Perspektive. Dann Ihre Frage. Es ist ja ein Abend über Solidarität, das Wort ist ja auch oft genug gefallen. Aber was mich beeindruckt hat an den Vorträgen eigentlich, dass Sie alle eigentlich relativ einstimmig gesagt haben, es hört uns keiner zu. Wir sind hier, wir arbeiten daran, wir arbeiten nach unseren Stärken und Mitteln, die wir zur Verfügung haben, und es hört uns keiner zu, gerade die Kirchen hören nicht zu. Für mich ist jetzt die Frage, die sich da stellt, wer sind diese Kirchen, die Ihnen da nicht zuhören? Von wem würden Sie sich wünschen, dass er mehr zuhören sollte, und worauf soll man dann auch hören? Solidarität hat ja auch nicht nur mit Zuhören zu tun, sondern auch mit, was ergibt sich dann daraus?
Was wären konkrete Vorstellungen, wo Sie sagen, das würde ich mir jetzt wünschen, dass da Leute aktiv werden, uns zuhören und dann auch tätig werden, also Handlungen daraus ableiten? Ja. Die Ökumene sollte nicht zu kurz kommen. Ja. Die Veranstaltung findet statt im Rahmen der Ökumenischen Woche. In dieser Region lebten nicht nur orientalische orthodoxe Christen, sondern auch lateinische Christen seit Jahrhunderten zusammen. Wie ist die Situation heute? Ist es besser geworden oder hat gerade dieser Krieg die Christen des Westens und des Ostens noch weiter auseinander dividiert? Gibt es Möglichkeiten des Dialogs, des ökumenischen Dialogs, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja. Noch eine Frage, sonst würde ich jetzt gerne einfach der Reihe nach nochmal im Podium Ihnen das Wort geben. Das, was ich vorhin in der Vortrag auch gesagt habe, das ist der Wunsch, diese Menschen, diese Christen, die mit der Hoffnung hier gelandet sind, durch die Erlebnisse, Erfahrungen in der Unterkünfte, dass sie daran geglaubt haben, als Christ werde ich in Europa, speziell in Deutschland, von Mitchristen dann auch dementsprechend unterstützt. Wir leben im 21. Jahrhundert. Glauben Sie es mir, jeder Flüchtling, der hierher kommt, der hat sich über sein Smartphone ganz genau den Ort selber schon rausgesucht, wo er leben will. Also es ist nicht so, dass die Menschen nicht informiert sind. Alle. Ich sage nicht nur die Christen oder die Moslems oder die anderen, sondern alle Menschen sind informiert. Durch die Erfahrung, politische Erfahrung im Orient, was wir momentan durchmachen. Vorhin wurde auch öfters erwähnt, die Trauma, die wir immer noch verarbeiten nach 15 bis heute, ist ja noch nicht vorbei und wir erleben nochmal eine Trauma. Und diese Menschen sind da. Wir erwarten oder diese Menschen hoffen, dass die Kirchen sie aufnehmen, um ihre Anliegen hier in Deutschland sich ein bisschen stärker einsetzen. Nicht einfach sagen, das sind Einzelfälle oder die Probleme entstehen durch die Enge oder das sind Menschen, die streiten oder sind alle traumatisiert. Es geht irgendwann einmal vorbei. Aber die Erlebnisse, was sie momentan durchmachen, wenn man nichts dagegen unternimmt, dann ist es doppelte Belastung gerade für die Christen, weil sie eben in der Heimat vertrieben worden sind und hier hat man sich nicht um sie gekümmert. Erstmal zu der Frage Rolle der orthodoxen Kirche, der russischen orthodoxen Kirche. Politisch nein, aber sozial und humanitär ja. Die russische orthodoxe Kirche hilft sehr. Sie sind sehr engagiert und versuchen alles mögliche Unterstützung für alle Christen beizubringen. Die andere Geschichte, was war die andere Frage nochmal? Ob Deutschland ein glaubwürdiger Kreis sein kann. Und das ist dieser Punkt. Das ist der Punkt, was uns ein bisschen Kopfschmerzen macht. Man hat sich schon mal das Auge zugedrückt. Und man darf diese Fehler nicht nochmal machen. Deswegen, wenn die fragt, warum werden die nicht zugehört? Wir werden schon zugehört. Das Problem, die uns zuhören manchmal, die sind nicht in der Lage, ihre Stimme laut zu erheben. Wir erwarten von den Kirchen mehr als Caritas. Wir erwarten, dass die politisch auch was tun, dass die ein bisschen Druck ausüben, zum Beispiel mit der Waffenlieferung aus Deutschland, dass die Kirche sagt, nein, das geht nicht. Dieser Krieg kann morgen sofort aufhören in Syrien. Morgen sofort. Wenn man den Saudis sagt, nee, ihr kriegt von uns nichts mehr, oder die Katari, wir verkaufen euch nichts mehr, gibt es keine Waffen mehr. Morgen gibt es keinen Krieg in Syrien. Aber solange das Geschäft moralisch höher als Moral ist, das wird dieser Krieg weitergehen. Auch wie Abuna Elias jetzt erzählt über die russische orthodoxe Kirche, der Patriarch von die russische orthodoxe Kirche
war der erste und der einzige Patriarch in Syrien in dem Krieg, Anfang des Krieges geworden. Er war 2011 dort erste und letzte leider Patriarch, orthodoxe Patriarch in Syrien geworden. Das eins. Und zwei, auch wir können hier in Deutschland sehr viel machen als Menschen und nicht nur die Kirche. Und wir können Eindruck zum Politiker machen. Zum Beispiel, wir dürfen nicht nach Syrien Kindermilch schicken. Als Kirche, wir dürfen nicht. Und Medikamente. Jetzt, Herr Professor hat erzählt über Assad. Jetzt die Kinder von Assad, sie trinken keine Milch. Sicher, sie haben Milch, aber unsere Kinder haben keine Milch. Die Medien spielen sehr schlechte und sehr große Rolle. Anfang des Krieges, wir haben hier, ich war zwischen 2011 und 2013 als Vikarbischof in Damaskus. Und viele von den deutschen Kanälen waren bei mir dort in dem Patriarchat und haben erzählt und fragen, das ist ein Bürgerkrieg oder nicht. Und ich habe gesagt, was hat der Herr Professor gesagt? Nein, er ist nicht Bürgerkrieg. Weil, wie Abuna auch hat erzählt, eine Rakete oder eine Waffe hat keine Augen. Sie weiß nicht, das ist eine orthodoxe oder eine katholische oder Muslim etc. Der Bomb kommt und macht schlecht. Zu Russland sage ich nicht nochmal etwas, aber als ich eingeladen war nach Moskau, traf ich plötzlich aus dem Bus meine Nachbarn, weil gerade die syrischen Bischöfe auch in Moskau im Patriarchat eingeladen waren. Wir hatten dann einen gemeinsamen Moment noch mit Metropolitanern. Genozid ist eine schwierige Frage. Ich würde, wie mein Vorredner, der darauf schon geantwortet hat, darauf noch mal so antworten. Gerade das Gegenteil. Gerade wenn wir lernen, dass wir zu dem Genozid stehen und aus dem Genozid zu lernen versuchen und Handlungsmaximen für unsere Politik und unser Zusammenleben in Deutschland ziehen, gerade dann sind wir in der Lage, eine andere Vision des Zusammenlebens zu entwickeln, als die, dass ich die mich stören, beseitige. Ich habe das schwer erlernen müssen. Ich war da vielleicht ähnlich vorsichtig wie Sie. Wir Deutschen haben das mit dieser negativen Identität, wie Gesine Schwan das nennt. Aber als die armenische Leichtathletin das olympische Feuer in Jerusalem vorantragen sollte, hatte sie sich nur erbeten, dass sie auf den Völkermord an den Armeniern hinweisen durfte. Das wurde ihr untersagt. Daraufhin gab es eine offene Diskussion zwischen israelischen Historikern und uns. Auf israelischer Seite war das vor allem Yehuda Bauer, der dann deutlich macht, dies ist ein Vorgang, der ist einmalig, der ist mit nichts vergleichbar. Und wenn ihr einen anderen Vorgang ihm zum Vergleich an die Seite stellt, dann relativiert ihr das, was uns widerfahren ist. Ich will Ihnen nicht sagen, wohin wir gelandet sind, aber das Hans-Lukas Gieser und Jean-Philippe Scholler und ich dann versucht haben, einen Vergleich zu erstellen in exemplarischen Einzelschritten zwischen Shoah und dem Völkermord an den Armeniern. Ein schwieriges Unterfangen, führt sofort in Verwerfung, aber es ist notwendig, weil in der Tat, um es noch einmal zu sagen, das könnte ein Lernmodell werden für all die, die das in ihrer Geschichte aufzuweisen haben und leider jetzt auch in Syrien aufzuweisen haben oder im Irak, wo der IS war, damit das gerade nicht wieder geschieht. Und damit sie sehen, wie man mit so einer Geschichte sein kann, obwohl man sie dann nicht mehr leugnen muss. Also nicht so in dieser falschen, der libanesische Bürgerkrieg ist aus meiner Sicht schlecht aufgearbeitet. Gar nicht, ja, also die Wahrheit gelten lassen. Daraus lernt man mehr, als wenn man die Wahrheit verdrängt. Hören
so empfunden, sehr oft. Ich will meine eigene Kirche nicht schlecht machen, aber ich war froh, dass mein eigener Bischof dann ein bisschen dahin gedrängt, aber dann endlich bereit war, nach der EU zu fahren und öffentlich Abbitte geleistet hat und gesagt, das habe ich nicht geahnt, das Ausmaß, das hier stattfindet. Er hat ja vorher eine ganz andere Position bezogen. Ich mache ihm überhaupt keine Vorwürfe, das ist unsere Wirklichkeit in Deutschland. Für mich war entscheidend, dass er dann gefahren ist und dass er dann einen Kurs korrigiert hat. Alles andere interessiert mich gar nicht, auch wenn ich hinterher furchtbar beschimpft worden bin von denen, die nur an den vorangehenden Statements des Bischofs interessiert waren. Jeder Mensch hat das Recht zu irren und sich zu korrigieren, das gilt natürlich auch für Bischöfe und Kirchen. Und für mich ist wichtig, dass unsere Kirchen diese Stimme jetzt nachhaltig erheben. Der Punkt ist, Kirchen haben auch in vorangehenden Fällen, Völkermorde des Ersten Weltkriegs, 1933 ziemlich, ich habe das im Vortrag nur kurz gestreift, haben die ihre Stimme erhoben. Aber 4, 5 Jahre später war es weg. Da hat man einfach die Dinge genommen, wie sie sich daraus ergeben hatten. Genau das gehört zu den Aufgaben der Kirche, ein längerfristiges Gedächtnis zu haben. Das hilft, die Dinge für die Zukunft zu verhindern. Das bewusst hält, wie dort manchmal Problemlösungen herbeigeführt sind, die keine sind. Ökumenischer Dialog, will ich wenigstens so viel sagen. Also A, hoffe ich, dass sich die Dinge im Orient selbst weiter konsolidieren. Gott sei Dank funktioniert der Mittelöstliche Kirchenrat jetzt einigermaßen wieder. Das war furchtbar vorher. Und ich bin glücklich, dass die EKD in diesem Jahr, dafür habe ich Jahrzehnte gekämpft und bin nie durchgekommen, aber in diesem Jahr natürlich hat die Politik und diese Situation dazu geholfen, dass das so kommt, offiziell den Dialog aufnimmt mit den orientalisch-orthodoxen Kirchen. Das war eine ewig lange Zeit. Und das gilt natürlich auch für den Völkermord an Armeniern und Syrern und für Pontusgriechen. Darüber hat die Kirche genauso geschrieben wie unsere Gesellschaft, 70 Jahre lang. Und ich bin froh gewesen, als wir die Feier im Berliner Dom hatten. Mich interessiert nicht so sehr nur das Versagen, das ist da, sondern mich interessiert, dass dieser Schritt getan wird. Und dass er getan wurde in Berlin von allen Konfessionen gemeinsam unter Unterstützung des Bundespräsidenten, der dabei mit die mutigste Rolle zukommt. Das war Glück das war ein erhebender Moment für alle, die dafür arbeiteten, dass sich da etwas ändert bei uns in der Wahrnehmung, der ökumenischen Wahrnehmung der anderen. Die Erfahrung in Unterkünften teile ich, habe ja auch schon dazu publiziert. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass es eigentlich nicht eine Frage der Unterkünfte ist, nur der Unterkünfte, sondern das ist ein Problem, das wir wirklich angehen müssen. Und ich weiß aber gar nicht, wie man das kann, ohne dass man Fallstaub aufwirbelt. Die Menschen, die aus diesen Gesellschaften kommen, was erwarten Sie denn, wenn Sie ein Muslim sind, der Jahrhunderte unter diesen Bedingungen gelebt hat? Natürlich bringen Sie Ihre Verhaltensmuster mit. Die hängen Sie nicht in Damaskus am Flughafen auf, sondern Sie bleiben der Sie in Syrien waren. Dann kommen Sie aber natürlich mit dieser Erfahrung hier an, die ganz normal zu Ihrem Alltag und zu Ihrem Benehmen gegenüber Minderheiten gehörte. Und wenn Sie dann diese Bücher lesen, oder im ZDF gab es so eine Moderatorin, die hat so einen Film gemacht und einen Roman geschrieben, der heißt Arab Boy, wo sie an einer Einzelgeschichte das einmal verfolgt, dann sehen Sie, wie sich diese Stereotypen, die dort im Orient leider leben, weil die Gesellschaft religiös fragmentiert ist, die leben nebeneinander, aber nicht einfach miteinander, wie sich diese Stereotypen bei uns auswirken. Deshalb wünsche ich mir bei uns jetzt nicht polemisieren gegen die anderen, sondern ich wünsche mir, dass man es erkennt und mit den Menschen, die kommen, bearbeitet. Dass sie erkennen, dass diese Stereotypen, die sie zum Beispiel zu den Christen im Orient haben, aus dem Orient selbst nicht stimmen. Dazu muss aber hier gearbeitet werden, dazu müssen unsere Leute jetzt instand gesetzt werden und dazu müssen wir verhindern, dass einfach nur billig gehetzt wird. Es muss instand gesetzt werden, ernsthaft daran zu arbeiten, dass unsere Gesellschaft eine offene Gesellschaft bleibt, denn eine andere will ich nicht. Aber das ist zu bewähren, das bedeutet jede Menge Arbeit, gerade in diesem Feld. Jetzt höre ich einfach auf. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank. Nach diesen eindrücklichen Statements will ich gar kein Schlusswort sprechen, sondern einfach Ihnen nochmal ganz herzlich danken. Es war nicht nur informativ, sondern 4 Zeugnisse, denke ich, von lebenslangem Ringen um Solidarität, um eine angemessene Wahrnehmung
Reflexion und auch praktisches Handeln in dieser Situation. Das Ringen um eine offene Gesellschaft, um auch jetzt hier wirklich die Situation wahrzunehmen mit den dramatischen Hintergründen. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Jetzt gibt es noch ein Imbiss und zum Dank auch nochmal Herrn Huber, der alles so gut auch vorbereitet hat, besonders an dem